Und wenn die Bevölkerung sieht, erkennt, wie ihr im Argen wieder Zwist und aufbaut und eure Social-Media-Plattformen benutzt, um die Boulder gegen uns aufzuspielen oder auszuspielen, dann kann das keine Basis sein. Und das ist der Punkt, wo wir heute jetzt stehen. Im international bekannten Bouldergebiet Magic Wood ist das Feuer im Dach. Die Gemeinde, auf deren Territorium sich das Gebiet befindet, steckt in finanziellen Schwierigkeiten und ist nicht mehr länger gewillt, Gemeindegelder in das Klettergebiet zu investieren. Nun ringen die IG Magic Wood, das ist der Interessenverband der Kletterinnen und Kletterer, und der Gemeindevorstand um eine Lösung, leider aber keine gemeinsame. Wie es soweit kommen konnte, das erfährt ihr gleich im nachfolgenden kurzen Beitrag, und danach gehen wir nach Aosta Ferreira und treffen den Gemeindepräsidenten und den Präsidenten der IG Magic Wood zu einem Streitgespräch. Die heutige Sendung wird präsentiert von Petzl. Mitte der 90er Jahre begannen Thomas Steinbrucker, Bernd Zangerl und Jack Müller, die Blöcke im Averstal zu erschließen. 2004 wandelte die Gemeinde den Magic Wood in eine Boulderzone um und lenkte mit dem Bodycamping das Übernachten in geordnete Bahnen. Das war auch nötig, denn Jahr für Jahr strömten mehr Begeisterte ins Bündner Boulder-Mekka. Eigentlich gilt das Magic Wood in der Boulder-Szene als Paradebeispiel für ein gelungenes Miteinander aus Kletter-Community und lokaler Bevölkerung. Doch der Schein trügt. Der Haussegen im Magic Wood hängt schon länger schief. 2020 wurde Thomas Salutz, Pächter des Bodycamping, überraschend der Pachtvertrag gekündigt. Unter anderem ging es darum, dass die Gemeinde höhere Einnahmen wollte. Salutz wehrte sich und konnte vor der Schlichtungsbehörde eine Verlängerung seines Pachtvertrages erwirken. Letztes Jahr geriet die Gemeinde dann in finanzielle Schwierigkeiten. Für anstehende Investitionen im Zusammenhang mit dem Bouldergebiet fehlte das Geld. Daraufhin hat Thomas Salutz zusammen mit der IG Magic Wood, dem Interessenverband der Boulder-Szene, ein Konzept ausgearbeitet. Dieses versprach der Gemeinde jährlich Einnahmen von 100.000 Franken. Die Bevölkerung von Ferreira konnte sich an der Gemeindeversammlung vom Herbst 2023 nicht zu einem Entscheid für oder gegen den Vorschlag der IG Magic Wood oder anderer Ideen durchringen. Vor wenigen Wochen lud dann der Gemeindepräsident Markus Niederdörfer zur Pressekonferenz, an der er ein eigenes Konzept, eine Crowdfunding-Kampagne mit einem Sammelziel von 250.000 Franken präsentierte. Die IG Magic Wood ihrerseits, die von dieser Kampagne nicht viel hält, begann Anfang Mai mit der Umsetzung ihres eigenen Konzeptes. Warum schaffen es die beiden Seiten nicht, an einem Strang zu ziehen? Es freut mich außerordentlich, dass wir heute in Aosta Ferreira sein können. Ich wollte eigentlich zur Begrüßung sagen, dass wir beide Parteien hier an einem Tisch haben. Leider sind es jetzt zwei separate Tische. Wir haben zu meiner Rechten Markus Niederdorfer. Sie sind Präsident der Gemeinde Ferreira. Herzlich willkommen. Danke für euer Engagement in der Sache. Zu meiner Linken haben wir Martin Keller. Sie sind Präsident der IG Magic Wood und vertreten damit die Interessen der Bouldergemeinde. Willkommen. Danke. Herr Niederdorfer, wie gesagt, wir sind jetzt an zwei Tischen und eigentlich habe ich so das Gefühl, es ist so sinnbildlich und symptomatisch für die Situation, in der wir uns befinden hier im Magic Wood, so die getrennten Tische der beiden Parteien. Warum schafft es die Gemeinde und die IG Magic Wood nicht, gemeinsam eine Lösung auszuarbeiten? Das ist richtig, wir befinden uns zum jetzigen Zeitpunkt an zwei Tischen. Das hat natürlich damit zu tun, weil der Souverän, der an der letzten Gemeindeversammlung dieses Vorgehen so beschlossen hat. Natürlich ist für die Gemeinde immer möglich, an einen gemeinsamen Tisch zurückzukehren. Jetzt Martin, mal in der Klettersprache gesprochen, das Problem Magic Wood, welchen Schwierigkeitsgrad würdest du dem geben und warum? Sehr gute Frage. Das mit den Schwierigkeitsgraden ist ja so eine Sache, oder? Da können wir uns Stunden unterhalten und werden meistens anderer Meinung sein. Darum denke ich, ist hier nicht ganz anders als beim Klettern auch. Schwierigkeitsgrad hier macht eigentlich keinen Sinn, weil es kommt immer darauf an, wo man steht, was man gerade macht. Von uns aus eigentlich, wir wollen eigentlich beide das Gleiche und so schlecht finden wir eigentlich, läuft das gar nicht. Wir reden miteinander eben, wir sind am gleichen Tisch. Wir waren ein paar Mal zusammen, haben uns zusammengesetzt und nach Lösungen geschaut. Also ich würde den Schwierigkeitsgrad nicht irgendwo sehr hoch ansetzen. Ja. Jetzt Herr Niederdorfer, ich glaube, das Grundproblem in der ganzen Sache, Sie haben ja jetzt eine Crowdfunding-Kampagne lanciert, sind ja die Finanzen. Was ist denn los bei den Finanzen der Gemeinde?
Da muss man vielleicht sehen, die Gemeinde Ferrere gehört zu einer der reichsten Gemeinden im Kanton Graubünden nach Ressourcenpotenzial. Das bedeutet, dass wir momentan 1/3 bis 1/4 der Einnahmen der Finanzen dem Kanton abliefern müssen. Und dieses Regime herrscht seit 2017. Also die Gemeinde hat gewisse Aufgaben zu tätigen und einen Magic Wood oder andere Sachen gehören nicht zu den grundlegenden Finanzaufgaben der Gemeinde. Es ist also wie ein Hobby. Die Gemeinde hatte Hobby Magic Wood und man diese so ein bisschen laufen und jetzt sind stürmische Zeiten und da muss man bei den Hobbys halt anfangen zu sparen und dann da schaut man auf die Hobbys besser hin und da hat man gesehen, dass gewisse Sachen wirklich in eine Schieflage geraten sind und nicht erst jetzt, seit ich Präsident bin, sondern das ist seit 2015, 16, wo man den Camping ausgebaut hat. Seit da ist eigentlich das Schiff nicht mehr auf Kurs. Sie sagen, man muss sparen, weil jetzt nicht mehr so viel Geld vorhanden ist in der Gemeinde. Ist jetzt aber eher die Rede, so wie ich es verstanden habe, von Investitionen, dass man Investitionen tätigen muss, nicht, dass man sparen muss, oder? Ja, wenn Sie da sehen, da ist eine wunderbare Grafik. Da erkennt man die Einnahmen der Gemeinde, die finanziellen Mittel und unten sieht man, wie der Finanzausgleich zugenommen hat und da sieht man wunderbar, wie es da schneidet. Und hier erkennt man den Cashflow der Gemeinde. Das heißt, das Geld, das die Gemeinde hat im 2021, haben wir 1 Million Rückschlag erhalten. Das hat zur Folge, dass wir mit dieser Finanzdecke kaum die eigentlichen ordentlichen Aufgaben lösen können. Dazu kommen die Auflagen vom Kanton im Magic Wood, wo wir die Kläranlage haben, die den Bedürfnissen nicht nachkommt. Weiter haben wir Parkplätze, die in Zonen sind, wo eigentlich nicht parkiert werden darf. Und dann haben wir eine Brücke, die weggeschwemmt wurde oder zerstört wurde, die jetzt sich gerade im Aufbau befindet. Und all das zusammen kostet ein paar 100.000 Franken. Und wir haben als Ziel uns mal gesagt, okay, möchten wir schauen, können wir die Leute, die da draußen diesen Magic Wood auch jedes Jahr beehren und schon beehrt haben, auf diese Lage, diese außerordentliche Lage aufmerksam machen und sie einladen, uns da ein bisschen Wasser unter das Kiel zu geben oder ein bisschen mehr Seil an den Fels zu bringen, damit wir wirklich diese Durststrecke überleben können. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass das Verständnis der Bevölkerung, die wirklich gespalten ist, auch wiederum ein bisschen mehr ins Lot gerät. Und da sind natürlich schon noch Fragen, die im Raum stehen. Sie sagen also, Sie bitten die Community um Unterstützung, finanzielle Unterstützung, um diese Investitionen zu tätigen, weil im Magic Wood gibt es die Kläranlage, die die Kapazität nicht mehr erfüllt für die vielen Besucher. Es kommen immer mehr Leute im Magic Wood. Dann haben wir Parkplatzbewirtschaftung und eben diese Brücke, die jetzt gebaut werden muss. Jetzt gibt es aber einen Vorschlag von der IG Magic Wood, die hat ja letztes Jahr vorgeschlagen, Mehreinnahmen zu generieren über den Campingplatz und das Gasthaus. Von was für Einnahmen und von was für einem Konzept reden wir da? Der Campingplatz wurde am Anfang vor allem erstellt, weil man ein Problem hatte mit Wildcamping und die Leute halt irgendwo parkiert haben, weil es keinen Stellplatz gegeben hat und dann war so quasi der Deal, hey, wir machen euch einen Platz und da bleibt ihr und der Rest des Tals hat dann seine Ruhe und das hat dann auch wirklich eigentlich sehr gut funktioniert, darum auch die Preise, die lange Zeit sehr tief waren, gab es eigentlich keinen Anreiz für die Leute sonst wohin zu parken, aber es war klar, dass eben die Preise eher zu tief waren, um eben zum Beispiel Investitionen finanzieren und tätigen zu können und dort haben wir dann eingehängt, oder? Weil und das ist, wir wollen ja eigentlich das Gleiche, da gibt es einen Finanzbedarf, einen Investitionsbedarf, wir wollen helfen und wir denken, das muss nachhaltig sein. Das heißt, der Camping wird immer mal wieder Investitionen brauchen, Ersatzinvestitionen, Neuinvestitionen. Eigentlich sollte sich ein Betrieb mehr oder weniger selbst quasi finanzieren können. Und dann, okay, was können wir machen? Eben die Preise sind sehr lange sehr tief gewesen und dann liegt nichts näher, als dass sich der Camping eben selbst finanzieren soll. Und dann, okay, machen wir den ein bisschen teurer, am Parkplatzkonzept etc. Und das zusammen würde es dann eigentlich schön ermöglichen, der Gemeinde eben jährlichen Cashflow abzuschöpfen. Und hätte man es schon vor 10 Jahren so gemacht, oder,
wären wir heute wahrscheinlich nicht hier, sondern wir hätten den Cashflow, oder? Und könnten diese Investitionen stemmen hinten nach. Aber da ist ja in einem Interview mit einem Gemeindepräsidenten, das war nicht Sie, Herr Niederdorfer, hat mir ein Gemeindepräsident 2020 gesagt, Thomas Saluz, der stellt sich quer und will keine Preiserhöhungen. Also warum hat man das damals nicht schon handgeboten? Ja, weil es damals diesen Finanzierungsbedarf noch nicht gab und eben diese Lenkungsfunktion vom Camping auch. Und das ist heikel, das weißt du auch, du kennst die Boulderer. Es ist ziemlich preissensitiv, wenn dann eine Übernachtung auf einmal viel zu viel kostet, dann gehen die wieder weiß ich wohin, stellen sich mit ihren Campern und Bussen irgendwo hin und das wollte man nicht und darum ging da nichts. Und jetzt aber, als eben der Hilferuf kam, haben wir innerhalb von 2-3 Wochen reagiert, Thomas auch, hey klar, jetzt brennt's, jetzt machen wir was und jetzt haben wir uns bewegt, um eben diese Finanzmittel bereitstellen zu können. Wenn ich jetzt das so höre, Herr Niederdorfer, da hat die IG Magic Wood ein Camping, der funktioniert, Leute, die kommen, man erhöht den Preis, man hat 100.000 Franken auf sicher. Warum sagen Sie nicht, perfekt, nehmen wir? Das wäre natürlich toll, wenn es genau so wäre, wie der Martin uns das schildert. Die Gemeinde ist seit Jahren ständig in einem Konflikt, in einem Clinch. Da geht es um die Betriebsführung, da geht es um Geschichten, da geht es um diese außergerichtliche Kündigung und Einigung und viele, viele Dinge, die schon bekannt sind. Der Gemeinde wurde viel versprochen von Seiten der IG Magic Wood, aber auch von Seiten des Pächters. Wir unterstützen euch, wir geben euch auch Geld, wenn wir einen Anlass planen und so weiter. Die Gemeinde hat keinen Franken bekommen. Und einfach als Bild für die Zuschauer, 3 Millionen haben wir investiert seit 2006. Nur im Camping allein 1,3 Millionen Einnahmen in dieser Zeit durch die Pacht. 190.000 inklusive den Kosten, wo die Gemeinde den Camping führt. Und die ersten 4 Jahre hatten wir Nettoeinnahmen von über 9.000 Franken. Seit wir ihn verpachten, oder seit der Pächterin hat, haben wir weniger Einnahmen, knapp 200 Franken weniger. Und über die ganze Investition gerechnet hat die Gemeinde knapp 30.000 Franken auf die knapp 2 Millionen, die da investiert wurden, eingenommen. Und das ist eine schlechte Bilanz. Natürlich, wir haben gesagt, die Gemeinde brauchte das Geld nicht, ist Hobby, kann sich das leisten und hatte vermutlich auch viele Freunde für die Boulder und gesagt, es ist eine tolle Sache. Die Art und Weise, wie der Konflikt sich dann aber aufbaut und immer noch auf hoher Flamme oder hohem Niveau sich dahin sieht, ist natürlich schon nicht toll von Seiten der Gemeinde dann zu hören, wir hätten und wir könnten. Weil bis jetzt ist noch gar nichts gekommen und die rechtliche Situation ist die, der Vorstand hat einen Auftrag vom Souverän bekommen, eine neue Organisationsform zu suchen und 2 Franken auf ein Eintritt als Erhöhung draufzuschlagen. Das ist keine neue Organisationsform und ist auch keine Weiterführung oder Weiterentwicklung von Magic Wood. Und da möchte ich dann im Gespräch wirklich auch noch Zeit haben, dorthin gehen zu können. Da habe ich aber, so wie ich dich verstanden habe, Martin, im Vorgespräch schon verstanden, dass Sie eine neue Organisationsform auch vorschlägt, oder? Ja, genau, weil eben das war ja unter anderem eine Bedingung, eben, dass der Gemeindevorstand den Auftrag gekriegt hat, eben eine neue Organisationsform darzustellen. Und das war auch schon vorher angedacht, eben mit einer Trägerschaft das Ganze nachher betreiben zu können. Und auch das haben wir gemacht. Wir haben einen Verein, gemeinnützige Organisation, wir müssen kein Geld verdienen. Wir haben also diese Möglichkeit einer Trägerschaft, wo wir eben auch alle Interessengruppen einbinden wollen, eben sei das mit einem Vertreter aus der Gemeinde, aus der Bevölkerung, aus dem Naturpark, Tourismusregionen und dann so eben die Organisationsform abdecken können. Und das Zweite eben, was das Problem war, eben Cashflow generieren, eben auch das. Also wir haben eine neue Organisationsform, wir können den Cashflow generieren und eben nochmal, was vorher war, das war, oder? Können wir nicht mehr ändern. Da sind wahrscheinlich nicht alles perfekt gelaufen, aber trotzdem, es gab den Bedarf nicht. Also wieso hätte man was tun sollen? Die Gemeinde hat gesagt, wir haben genug Geld. Jetzt kommt die Gemeinde, sagt, hey, es brennt, okay, helfen wir. Klar, gibt es verschiedene Philosophien und weiß ich was, wie man das Ganze anstellen könnte, aber man kann zum Beispiel mal auf Google die Reviews anschauen, mit den Leuten sprechen auf dem Camping. Wir hatten ja damals auch eine Petition, als Thomas gekündigt wurde. 6.000 Leute haben unterschrieben.
Also die Kunden, die Leute, die wirklich auf dem Camping sind und den wirklich brauchen, die sind sehr happy, wie das läuft. Darum never change a winning team. Alles läuft, alles eigentlich wunderbar, die Gemeinde braucht Geld, okay, können wir organisieren, die Gemeinde braucht eine neue Trägerschaft, okay, können wir organisieren. Never change a winning team. Warum will die Gemeinde das Winning Team auswechseln? Weil auf einem toten Ross kann man nicht weiter reiten. Da gibt es auch wiederum so ein Sprichwort. Aber lassen wir jetzt einmal die Messer nicht gewetzt, sondern versuchen wir wieder konkret ans Gespräch zurückzukehren. Wie gesagt, die Gemeinde war mit der Art und Weise der Betriebsführung lange nicht einverstanden. Nachher kam das mit den finanziellen Mitteln und die IG Magic Wood, wenn wir da auf die IG Magic Wood zu sprechen kommen, die Gemeinde hat das Crowdfunding aufgezogen, wirklich mit der Absicht, die Leute, die Boulderer überall einzuladen. Schaut, Ferreira, ihr seid willkommen in Ferreira, wir brauchen euch, wir möchten euch zu Gesicht bekommen, wir möchten euch Boulderer auch sehen. Wir möchten Gemeinschaft, wir möchten auch Verständnis schaffen für beide Seiten, damit da überhaupt dieser Magic Wood sich auch weiterentwickeln kann, ob er kleiner wird, ob die Investitionen so getätigt werden können, einfach damit dieses Gefühl von Gegeneinander verschwinden kann. Das war eigentlich so ein bisschen die Jolly-Jette-Geschichte. Hier seht ihr da die Sachen, die wir da aufgebaut haben. Und dann bin ich natürlich als Gemeinde schon erstaunt, wenn das Erste, was ich von Riege Magic Wood sehe, Tweets sind, wo drauf steht, spendet uns und nicht der Gemeinde, der einzige Weg ist, uns zu unterstützen. Da fühle ich mich natürlich als Gemeinde schon ein bisschen hintergangen, Martin, wenn du jetzt daherkommst und sagst, wir sind offen und möchten mit euch diskutieren. Zumal die IG Magic Wood, als sie gegründet wurde, bestand aus dem Pächter plus 2 Beisitzern und jetzt sind 2 Familien, du mit deiner Lebenspartnerin, die von diesen 10 Leuten 5 Postenstellen in dieser IG Magic Wood. Des Weiteren sind die... Meine Lebenspartnerin ist nicht dabei, aber ja. Des Weiteren ist die Gründungsurkunde, die ihr da geschickt habt, der Gemeinde und die auf der Webseite ist, die stimmen nicht überein. Also sind viele handwerkliche Fehler gemacht und für mich kann ich jetzt schon sagen, die IG Magic Wood in dieser Form, mit dem Konzept, wo ihr da gebracht habt, das ist nicht verhandelbar unter dem Namen. Ihr müsst euch neu organisieren, auf die Gemeinde zukommen und dann kann ich mir vorstellen, dass etwas Schönes daraus entstehen kann. Aber von meiner Seite, vom Vorstand, so den Punkt, den wir heute erreicht haben, auch mit der Nichtunterstützung des Crowdfundings, obwohl wir da Unterschriften haben von Seiten des ehemaligen Präsidenten, dass er das so unterstützen wird, ist natürlich sehr stoßend, als Gemeinde das erleben zu müssen. Und wenn die Bevölkerung erkennt, wie ihr im Argen wieder Zwist und aufbaut und eure Social-Media-Plattformen benutzt, um die Boulder gegen uns aufzuspielen oder auszuspielen, dann kann das keine Basis sein. Und das ist der Punkt, wo wir heute jetzt stehen. Und ich hoffe, jetzt haben wir im Gespräch noch ein bisschen Zeit, darüber wegzukommen. Erkläre uns mal, weshalb ihr solche Tweets rauslasst. Dass man die Gemeinde nicht unterstützen soll, die eigentlich die Lokale, das Dorf, das Val Ferreira nach draußen tragen wollte. Es gibt den Boulderplatz, ein tolles Da wäre es Gebiet. jetzt interessant zu hören, was du, Martin, dazu sagst aus Sicht der IG Magic Wood. Ja, genau. Höre ich jetzt zum ersten Mal eben, dass du sagst, eben, dass die Form der Organisation nicht passt. Das mit dem Konzept, das haben wir auch schon gehört, aber da wäre es jetzt mal noch spannend für uns auch zu hören, weil das ist das, was ich bis jetzt nicht fassen kann, eben, was ich denke, kann ein konstruktives Resultat auch dieses Roundtables sein. Was müsste dann die Organisationsform sein und was müsste dann das Konzept beinhalten, dass es jetzt aus deiner Sicht... Sage ich dir sehr gerne. Okay. Das da sind die Protokollauszüge, die du als Präsident kennen müsstest, wo die IG Magic Wood zur Gemeinde gekommen ist und gefragt hat, kommt ihr ans Boot, kommt ihr an Bord zu uns? Hat die Gemeinde gesagt, wir können nicht Pächter, Vermieter sein, gleichzeitig wieder vernetzt mit der IG Magic Wood und die gleichen Leute können dort drin sitzen. Hat man juristisch abgeklärt.
mag ich jetzt nicht vorlesen. Also ich kann mir vorstellen, eine IG Magic Wood kann aus Vertretern bestehen. Das könnt ihr sein, Boulderer, kann aus dem Naturpark jemand sein, vom Tourismus, jemand von der Gemeinde, völlig losgelöst. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie möchten wir diese Magic Wood in Zukunft aufgestellt haben. Die Art und Weise, wie IG Magic Wood zu diesem Schatz, zu diesem wirklich tollen Gebiet schaut, die ist umstritten oder ist nicht unumstritten. Also jetzt nochmal, die Organisationsform hast du vorher angesprochen. Wie müsste denn die ausschauen? Was haben wir genau gesagt? Wir wollen die Gemeinde dabei haben, wir wollen die Bevölkerung dabei haben, den Naturpark etc. Ist jetzt genau das oder nicht? Genau, und jetzt von Seite der Gemeinde habt ihr auch Schreiben, wo drin steht, was ist mit dem Geld? Wo geht das Geld hin? Wie viel Geld nehmt ihr rein? Du kannst sagen, du bist ein Verein, eigentlich Interessensgemeinschaft, aber ihr seid ein Verein. Also ihr müsst auch die Zahlen nicht offenlegen, aber ich als Gemeinde, wo euch diesen Wald anvertraue, habe doch ein reges Interesse. Und jetzt, wo wir in finanzieller Schieflage uns befinden, müssen wir etwas Neues machen. Da habe ich 2 Phönixe, die aus der Asche wachsen können, Martin. Aber mit eurer Unterstützung, die ihr an den Tag legt, mit euren Tweets, ich kann an dich nur appellieren, an deine Freunde und Leute, macht einen tollen Tweet, bringt ihn heute raus und sagt, kommt zur Gemeinde, unterstützt euch. Weil die Gemeinde ist willens, euch zu unterstützen. Aber ich brauche wirklich ein starkes, nicht nur ein monetäres Zeichen, weil ihr seid nur ein Pfeiler. Der Magic Wood ist nur ein Geschäft. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir uns heute trennen und sagen, wir haben keinen Schritt, keinen Millimeter aufeinander geschafft. Aber jetzt vielleicht noch etwas anderes. Die Gemeinde hat jetzt dieses Crowdfunding ins Leben gerufen, ruft auf zur Unterstützung, vor allem durch die Boulder-Community. Jetzt die IG Magic Wood hat ja, wie Markus Niederdorfer gesagt hat, auf Instagram publiziert, hey, viel sinnvoller ist es, wir machen Preiserhöhungen, mit diesem Geld finanzieren wir die ganzen Investitionen. Warum unterstützt die IG Magic Wood nicht dieses Crowdfunding der Gemeinde? Ja, ist eine gute Frage. Eben, das eine ganz klar, wie du es auch angesprochen hast, weil wir denken, dass wir den Betrieb nachhaltig finanzieren sollten und nicht über eine Einmalaktion, weil es wird wieder Investitionen geben etc. Und das andere ist auch das Problem, wenn Leute zu mir kommen und dann fragen, hey, hast du gehört, eben, der Magic Wood geht zu? Ja, nein, der Magic Wood geht nicht zu, also der Magic Wood geht nicht zu, die Verunsicherung ist da groß. Und ich kann nicht hingehen und sagen, hey Leute, ihr müsst spenden, ansonsten geht der Wald zu. Weil nein, wir haben ein Betriebskonzept, das funktioniert, wir können Cashflow organisieren daraus. Es braucht dieses Crowdfunding in dieser Form gar nicht. Und das ist das Problem. Und wie kann ich hinstellen, braucht es nicht. Oder eben wie du es gesagt hast, klar, eben zusammenarbeiten. Wir haben das Konzept schon über einem Jahr ready gehabt, den Schritt gehen können. Dann hätten wir nach 2 Jahren eigentlich schon einen Großteil der Investitionen bereit gehabt. Ja. Das ist das, was wir nicht verstehen. Wir machen ganz eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück mit dem Thema und gehen ein bisschen auf das Thema Crowdfunding nochmals ein. Mit dem Circuit C präsentiert Black Diamond ein strapazierfähiges, dreifach faltbares Crashpad zu einem fairen Preis. Es deckt einen breiten Bereich ab, eignet sich also ideal für Quergänge oder wenn man alleine unterwegs ist. Wer das Circuit C als Ergänzung mitnimmt, der kann es dank des Multitragesystems von Black Diamond schnell und einfach an einem zweiten Pad montieren. Spanngurte kann man also getrost zu Hause lassen. Fazit: Wer ein extrem leichtes und vielseitig einsetzbares Pad sucht, der wird mit dem Circuit C seine Freude haben. Jetzt Markus, diese Crowdfunding-Kampagne, die läuft, die Unterstützung seitens der IG Magic Wood, die ist da nicht da, weil sie sagen, das macht einfach keinen Sinn, wir haben eine bessere Lösung für die Gemeinde und für die Boulder-Community. Was ist, wenn diese Crowdfunding-Kampagne eine Bruchlandung hinlegt? Ja, wenn die eine Bruchlandung hinlegt, ist es ganz einfach. Die Gemeinde hat viele andere Ausgaben zu tätigen und dann wird die Magic Wood sehr, sehr wenig investiert werden können, was zur Folge hat, dass dann einfach die Besucherzahlen reduziert werden müssen. Das weiß nicht wie tief, da müssen wir mit dem Amt für Natur und Umwelt schauen, wie viele Besucher die Kläranlage fassen kann. Und dann spreche ich da vermutlich von 4.000, 5.000 Besuchern im Jahr und nicht mehr 10.000. Also es wird massive Folgen haben. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Ja, das haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Also deshalb sagte ich, ein weiter wie bis anhin wird es nicht geben.
Aber wir haben die Möglichkeit, im Camping auch Parkplätze auszuweisen. Und dann können wir sagen, mit so und so vielen Übernachtungen ist der Camping voll und man kann mit Frühbuchungssystem sich seinen Platz abholen, wie das überall üblich ist. Und dann können wir im Prinzip die Auflagen zum Teil erfüllen und der Camping kann auch gleichzeitig betrieben werden. Ein Boulderer muss jetzt nicht vom Unterland extra hochfahren, wenn er weiß, der Camping ist voll. Martin, wie siehst du das aus Sicht der IG Magic Wood? Magic Wood ist ja, wurde auch schon genannt Action Wood, weil er wirklich überrannt wird, das Gebiet. Ist das eine Option für IG Magic Wood, dass man sagt, hey, wir brauchen Zugangsbeschränkungen, weniger Leute im Wald? Haben wir so konkret formell nicht besprochen bis jetzt, informell natürlich schon, eben wie du sagst, sehen alle. Wobei es sich sehr konzentriert hat auf die Sommermonate, Juli, August oder eben auf die großen Wochenenden, die jetzt das Jahr verregnet waren und dann sieht man, oder, dann hat es fast keine Leute im Wald. Und das sind eben auch Anstrengungen, die wir unternehmen im Moment eben mit, dass wir Wege ausweisen, eben Zonen quasi schließen im Wald, kann es nicht zumachen, aber halt markieren, dass sich das erholen kann und der Wald erholt sich extrem schnell. Sieht man auch die ganze Vegetation etc. Sind wir uns schon bewusst. Und ich denke, das reguliert sich eben, wie es Markus auch gesagt hat, dann zu einem Stück weit selber. Wenn halt eben diese Kläranlage nur X Kapazität hat, dann gibt es eben auch auf dem Camping nur X Kapazität. In der NZZ wurdest du aber zitiert, da hast du gesagt, wenn das Crowdfunding nicht erfolgreich ist, dann machen wir die schottendichten Zaun um das Bouldergebiet. Ja, das ist so ein bisschen sprichwörtlich vermutlich das Gleiche. Wenn ich dann nur noch weniger Leute hineinlassen kann, dann habe ich einen mentalen Zaun um den Wald bauen müssen. Aber ich gehe natürlich davon aus, wenn die IG Magic Wood sammelt, das machen sie ja mit 2 Franken Erhöhung, was ja meiner Meinung nach kein Konzept ist, aber das Geld müsste ja dann ins Crowdfunding fließen, wie Sie das auch sagen. Und da bin ich gespannt. Jeden Monat erwarte ich jetzt von der IG Magic Wood mit dem Pächter zusammen irgendwie, dass das Geld, das gesammelt wurde, der Gemeinde aufs Konto geschrieben wird, weil dann sehe ich auch die Ernsthaftigkeit einer Zusammenarbeit. Das ist eigentlich der erste Schritt, der passieren muss, bevor wir überhaupt weitergehen können. Martin, was ist deine Meinung zu dieser Forderung? Hört sich jetzt ein bisschen nach Erpressung an und eigentlich unter Parteien, die miteinander arbeiten wollen und zusammen vorwärts gehen wollen, ja, denke ich, ja, geht man nicht so miteinander um. Aber eben, wir haben gesagt, wir sind bereit, zusammenzuarbeiten, der Gemeinde zu helfen. Wir stehen zu den Worten. Darum haben wir jetzt auch mit einer Teilumsetzung begonnen, eben dieses Konzeptes, eben auch Cleanup Days, eben Reforestation Project, eben wir sind uns durchaus bewusst, wo die Probleme liegen und wollen das Ganze eben auch, und da sind wir auch wieder auf der gleichen Ebene, das Ganze nachhaltig betreiben, eben, dass es nicht noch mehr wächst, nicht durch die Decken geht, wie das zum Teil von anderen, auch Tourismusvertretern, angetönt wurde. Und in welcher Form, dass es dann reinfließt, müssen wir noch besprechen, kann ich nicht alleine sagen, haben wir auch noch nicht so. Wir haben nur mal jetzt beschlossen, wir setzen das um und das Geld kommt zur Gemeinde, aber wir wissen noch nicht, in welcher Form und wo. Okay, da möchte ich was dagegen sagen. Die Gemeinde investiert Geld, wie ich gesagt habe. Die Gemeinde lädt alle Boulder rein. Sie hat eine wunderbare App entwickelt, die einladend ist, die einfach zu bedienen ist, wo Geldfluss passieren kann, wo man sogar Bescheinigung bekommt, wo man von den Steuern abziehen kann, die Spendenquittung. Alles läuft, funktioniert. Und jetzt gebt ihr ein Tweet raus mit der Aufforderung, gebt uns 2 Franken, wir geben es der Gemeinde. Eigentlich dem Moment, wo du die 2 Franken hast, ist das Geld nicht dir, das gehört der Gemeinde. A und Punkt B, ihr habt den Preis von 13,50 auf 16 Franken erhöht, sind 2,50 Franken. Die Pacht läuft immer noch wie beim Vergleich, also da macht jemand wieder einen sehr guten Schnitt, weil damals waren die Campingpreise bei 11,50 Franken und von Seite der Gemeinde hat sich nichts geändert in den Auflagen und Kosten für die ganze Geschichte. Und wenn der IG Magic Wood sich jetzt da wirklich so verharrt und auf dieser Position bleibt, Erpressung ist vermutlich das falsche Wort, dann findet die Erpressung bei euch statt, weil in der NZZ stand, wenn die Gemeinde den Pächter nicht weiter anstellt, dann wird das Geld nicht fließen. Und das hört sich von meiner Seite als Erpressung aus. Kann ich nur an dich appellieren, eben auch, wie du es gesagt hast, dass wir einen Schritt auf euch zu machen. Ja, haben wir jetzt gemacht,
dann macht ihr bitte auch einen Schritt auf uns zu. Nochmal, wir wären schon über ein Jahr bereit gewesen, wir hätten das Crowdfunding in dieser Art gar nicht gebraucht. Man hätte auch nicht so viel Geld investieren müssen, um eine ganz neue App zu programmieren. Es gibt genug Standardlösungen, die auf der ganzen Welt gebraucht werden, die gratis sind. Wenn es wirklich darum geht, möglichst schnell, möglichst viel Geld für die Gemeinde zu beschaffen, eben hätte man das auch schon viel schneller machen können. Etwas, was mir in den Vorgesprächen mit Ihnen beiden und auch mit anderen Exponenten aufgefallen ist, auch frühere Interviews, die ich geführt habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es geht gar nicht mehr immer nur um das Problem an sich oder die Sache, sondern um die Person, um Thomas Saluz, den Pächter des Campings und Gasthauses. Ist Thomas Saluz so ein bisschen persona non grata in der Gemeinde? Was denkst du? Da musst du den Gemeindevertreter fragen. Frage ich nachher auch. Ja. Was hast du das Gefühl? Ich weiß es nicht. Ja, ich kenne die Gemeinde zu wenig gut. Ich kenne nur unsere Seite und eben die Gäste sind zufrieden, eben 6.000 Unterschriften bei dieser Petition, die Google Reviews, die Arbeit passt. Und das ist klar, dass halt in einem Dorf, das ist in jedem Dorf so, dass nicht alle das Heu auf der gleichen Bühne haben. Das gehört ein Stück weit dazu und dass sich vielleicht die einmal auf den Schlips getreten fühlen, eben wenn jemand sich getraut, irgendwie eine eigene Meinung zu haben. Aber ich denke, das ist alles nicht am Schluss der ausschlaggebende Punkt oder das Problem, das jetzt da irgendwie ein Weitergehen verhindern sollte, weil eben die Arbeit passt, die Kunden sind zufrieden, das läuft eben eigentlich Never Change a Winning Team und ich denke auch, da müsste man sich auch ein bisschen zurücknehmen, eben im Interesse des Ganzen, wenn man vielleicht das Heu nicht auf der gleichen Bühne hat, aber halt der Sache willen. Genau. Was sagst du, Markus? Ist Thomas Saluz persona non grata, die man einfach loswerden will? Sehe ich nicht so. Von Seite der Gemeinde muss ich einfach sagen, dass der Wald ist ein Gut, das der Gemeinde gehört, der Allgemeinheit. Der Camping gehört der Allgemeinheit. Und wenn man als Pächter an einem Ort ist und dann muss man sich halt dementsprechend auch verhalten, dass die große Mehrheit der Bevölkerung zufrieden ist. Und wenn man sich sehr exponiert, bin ich auch gewohnt, kenne ich auch, dann schafft man sich viele Freunde, aber auch Feinde. Und es braucht ein Zugehen von beiden Seiten. Und wie gesagt, schau mal die Tweets dort an oder die Posts und was dort steht, kommt auf die Gemeinde zu, möglichst rasch. Und dann schaffen wir gemeinsam an einer Weiterführung des Magic Woods, aber nicht mit einer IG Magic Wood, das muss eine neue Organisationsform sein. Und Camping von Seite der Gemeinde haben wir klar die Auflage, dass die Verträge alle auslaufen, die müssen neu verhandelt werden. Und da kann ein Thomas oder ist der Thomas sicher herzlich willkommen, um da mitzumachen. Einfach so, wir sind offen. Für uns ist dieses Crowdfunding auch so ein bisschen zu schauen, wie stark ist dann der Community das Wahl verehren wird. Das ist der Anchor von unserer Seite. Momentan tretet ihr den mit euren Füßen, wo ihr nur könnt. Und das ist schade, es ist einfach schade, das kann ich nur so abschließend sagen. Wir hören jetzt gleichzeitig einen Vorwurf, aber eigentlich auch ein Votum, dass es möglich ist, zusammen an einen Tisch zu rücken, so wie ich jetzt das verstanden habe, Markus. Martin? Ja, höre ich jetzt das erste Mal, dass die Organisationsform eines Vereins anscheinend nicht den Bedürfnissen oder Anforderungen der Gemeinde entspricht. Darum eben war auch die Frage, das ist jetzt wirklich konkret, oder? Wenn wir weitergehen wollen, ja, welche Organisationsform muss dann das sein? Oder? Wollen wir eine AG? Okay, können wir machen, aber dann sind wir verpflichtet, Gewinn zu erzielen. Denke ich, ist nicht das Ziel hier. Wir können eine Genossenschaft machen, ja, auch ein gemeinnütziger Zweck, aber es bleibt eigentlich nur eine Genossenschaft oder ein Verein. Wir haben einen Verein. Martin, Entschuldigung. Der Punkt ist nicht die Organisationsform. Der Punkt ist, dass der jetzige Pächter Präsident dieses Vereins war, mit in diesem Verein ist, dass das GPK-Mitglied es auch in diesem Verein ist. Und das ist die Unvereinbarkeit der Gemeinde von 2014. Da muss man über den Schatten springen, den Verein, die Statuten anpassen, das Board auswechseln und dann kann das weitergehen. Aber ob der Name IG Magic Wood, der jetzt so ramponiert ist, da Sinn macht, da würde ich wirklich sagen,
neue Flagge aufziehen, gemeinsam vorangehen, Hand in Hand mit Lösungen. Und die Bevölkerung muss mit ins Boot genommen werden. Und die ist nicht da, sonst erleben wir wieder ein Hickhack. Also da brauchen wir schon noch ein bisschen Arbeit. Und der erste Schritt für mich ist das, und dass auf das Crowdfunding endlich mal was draufkommt. Und das habt ihr in den Händen, nur ihr. Ja, ich habe das Gefühl, es ist immer noch sehr verhärtet, die Fronten, aber trotzdem höre ich jetzt raus, vielleicht muss man dann beide Parteien bei der Pflicht nehmen, dass jetzt mit einer neuen Organisationsform und auch Konstellation an Personen in dieser Organisation es dann funktionieren könnte. Vielleicht als Schlusswort, weil wir neigen uns langsam dem Ende der Sendung zu. Was denkst du, Martin, braucht es damit ein harmonisches Nebeneinander der Gemeinde und der Klettercommunity in Zukunft möglich ist? Gute Frage. Miteinander sprechen, denke ich. Und das war vielleicht in der Vergangenheit nicht immer der Fall, eben wie es Markus auch angetönt hat, aber eben das waren deine Vorgänger dazu alles auch noch. Oder? Dass da nicht immer alles rund gelaufen ist, aber eben das gibt es auch mal. In solchen Dörfern, aber ich denke, miteinander reden und eben, wir sind jetzt schon ein paar Mal miteinander auch zusammengesessen und eben auch, dass man wirklich hört, hey, eben genau, wir brauchen eine neue Organisationsform, es geht vielleicht doch um Personen, okay, dann wissen wir, an was wir schaffen, an was wir arbeiten können. Markus, von deiner Seite her, was ist nötig, damit es zu diesem harmonischen Nebeneinander kommt und dass die Gemeinde, ich sage jetzt mal, eine Lösung hat, mit der sie zufrieden ist, auch die Bevölkerung? Also ich denke, die Bevölkerung wäre sehr, sehr froh, wenn die Boulder-Community die aufgehaltenen Arme wahrnimmt, mitmacht, erkennt. Und auch wenn es nur eine symbolische Sache ist, nur ein 5 Lieber oder 10 Franken, es geht um eine kleine Investition. Auch wenn die Community 50.000 Franken bringt, ist die Gemeinde immer noch mit 200.000, 300.000, 400.000 Franken in der Pflicht. Und ich kann so eine Investition nur auslösen, wenn wieder ein bisschen Vertrauen dasteht, Respekt im Raum ist, dann kann man miteinander gehen. Und deshalb für mich nochmals Neuanfang, neuer Namen, neue Köpfe. Es können auch alte dabei sein. Vielen herzlichen Dank, Martin, für deine Anwesenheit und dass du hier mitgeholfen hast, hier zu diskutieren. Auch dir, Markus, seitens der Gemeinde, dass du hier warst. Ich bin überrascht, muss ich sagen, dass wir jetzt überhaupt so ein bisschen einen Lichtblick hatten in dieser ganzen Geschichte. Ich bin heute an dieses Streitgespräch gekommen und habe im Vorfeld eher sehr verhärtete Fronten wahrgenommen. Ich bin jetzt gespannt, ob es dann wirklich effektiv zu einer solchen neuen Organisationsform kommen wird. Was denkt ihr da draußen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Welchen Weg sollte die Gemeinde gehen, die IG Magic Wood? Was könnte eine mögliche Lösung sein? Habt ihr vielleicht sogar Ideen? Dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Bevor wir jetzt schon Schluss machen mit der Sendung, haben wir wie immer eine Verlosung für euch. Heute stellt Bächli Bergsport einen Chalkpot von Black Diamond, den Mondo, zur Verfügung. Wenn ihr den gewinnen wollt, dann schreibt in die Kommentare, welche Lösung euch sinnvoller und logischer dünkt, die der IG Magic Wood mit der Preiserhöhung, eine langfristige Investition oder das Crowdfunding seitens der Gemeinde oder vielleicht sogar, ob ihr auch schon gespendet habt oder das gedenkt zu tun. Schreibt es in die Kommentare, dann wünschen wir viel Glück bei der Verlosung und sind damit am Ende der Sendung. Falls es euch gefallen hat, gebt uns einen Like, einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.